Wir testen heute das SD43 LED Dash von RaceX. Alles zur Funktionsweise und Installation erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Bleibt bitte bis zum Ausblick dran, ich habe einige wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. RaceX hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es ausführlich in meinem Kanal für euch reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Partnerschaft-Programms des Unternehmens. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Lieferumfang. RaceX habe ich euch erst kürzlich mit einem Rig-Review vorgestellt und über die Verbindung mit SimLab gesprochen. Klickt bei Interesse den Link oben rechts, um dieses Video nachzuholen. Das SD43 LED RaceX Dash, so heißt dieses Ding, ist über die Homepage von RaceX um 2,99 € erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Dashboard, ein Micro-USB-Kabel, Schrauben für die Befestigung und eine Adapterplatte für Fanatec Wheelbases sowie eine Adapterplatte für die Befestigung an Simucube, OSW, Bodner oder anschlussgleiche Wheelbases. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2, die Ausstattung und die technischen Details. Im Gehäuse ist ein 4,3 Zoll TFT-Screen mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixel verbaut. Schauen wir uns am besten die weiteren technischen Details live an. Sehen wir uns das RaceX Dashboard in der Nahaufnahme an. Ihr habt ein geschlossenes Metallgehäuse, das seht ihr hier eingefasst, das Display, rückseitig hier innenseitig verschraubt. Ebenso hier diese beiden Schrauben zur Befestigung der entsprechenden Haltebrackets. Ihr habt einen USB-Anschluss rückseitig und vorderseitig, das seht ihr hier relativ gut, 5 LEDs linksseitig, 5 LEDs rechtsseitig und 13 LEDs oberseitig angebracht. Ergibt insgesamt 23 LEDs, die entsprechend von der Software angesteuert werden können. Unterseitig diesen RaceX Schriftzug und vom Display selbst ein paar technische Daten. Das RaceX Dashboard bringt ein Gewicht von knapp 300 Gramm auf die Waage, ist ein sehr leichtes Aluminiumgehäuse. Wie sieht es mit den wichtigsten Abmessungen aus? Ihr habt in der Breite 135, in der Höhe 85 und eine Tiefe von 30 mm. Was gibt es hierbei noch Wichtiges? Wenn ihr euch selbst Haltebrackets anfertigen wollt, habt ihr einen Lochabstand von, die 10 nehmen wir weg, das sind dann 120 mm Lochabstand. Hier handelt es sich um M5 Gewinde. Ja, viel mehr Spannenderes gibt es hier nicht zu sagen. Ja, eventuell beim Display, das ist ein 4,3 Zoll, soweit ich mich erinnern kann, 4,3 Zoll, das ergibt dann eine Diagonale in Millimetern gemessene sichtbare Diagonale von um die 108 mm, eine sichtbare Breite von 95 und eine sichtbare Höhe von 54 mm, würde ich jetzt sagen. Wie sieht es mit der Befestigung bzw. mit den Haltebrackets aus? Ihr bekommt im Lieferumfang 2 Haltebrackets mit. Das ist ein Haltebracket für die Fanatec Wheelbases, in meinem Fall Fanatec Podium DD1 oder auch auf der Fanatec DD Pro könnte ich dieses montieren, out of box, das ist dieses hier, und ein Haltebracket für die Simucube Aufnahme Miege, dieses Lochbild, da könnt ihr dann dieses Haltebracket einsetzen. Ihr habt diese Haltebrackets aus Carbon, extrem leicht, mit einer Dicke von 3 mm. Hier seht ihr auch wunderbar diese Carbon Layer. Hier handelt es sich um echtes Carbon. Das Gewicht können wir vernachlässigen, da sind wir bei 15 Gramm in etwa. Diese Dinger sind sehr stabil ausgeführt. Ihr seht dies, wenn ich diese biege, absolut keine Bruchgefahr und auch in-game, wenn ihr unterwegs seid mit den Force-Feedback-Effekten, mit diesem ganzen Ruckeln am Rig, werdet ihr trotzdem über das Bracket keine Vibrationen feststellen können. Das Display bleibt wunderbar stabil, alles bleibt gut ablesbar. Von der Montage sehr einfach gelöst in meinen Augen. Ihr habt mit diesem Lochbild montiert ihr das Bracket direkt mit dem Dash, hier rückseitig.
und dann mit den unteren beiden Löchern und den beigepackten Schrauben hier kommt das Dashboard dann frontseitig an die Wheelbase geschraubt und ihr seid ready to go. Kapitel Nummer 3: Die Kompatibilität und Softwareeinrichtung. Das RaceX Dash ist ausschließlich mit dem PC kompatibel. Installiere den Treiber von der RaceX Homepage. Danach suchst du dir eine Software nach Wahl. Unterstützt werden beispielsweise Lösungen von Z1 oder SimHub. Ich nutze die Software von SimHub. Diese kann man kostenlos nutzen oder gegen einen Betrag von 5 € via PayPal in der Vollversion beziehen. Dann hat man eine höhere Bildwiederholrate von 60 Bilder pro Sekunde und andere Vorteile. Ich rate zur Vollversion ab 5 € einmalig zu greifen. Installiere den Treiber von der RaceX Homepage, installiere dann die SimHub Software und stecke das RaceX Dash via USB am PC an und du bist ready to go. Klicke nun im SimHub Programm auf das Menü Dash Studio, dann auf USB-D 480 und aktiviere die Kontrollkästchen. Danach suchst du dir eine Dashboard-Variante im Dropdown-Menü aus und startest dein Spiel. Du kannst im Spiel jederzeit zu SimHub wechseln und das Dashboard-Template ändern oder dafür einen Hotkey am Lenkrad belegen. Ein paar wichtige Einstellungen zeige ich euch jetzt direkt live am Rig hier mit SimHub. Ihr habt auf der linken Seite dieses Dash Studio, das wählt ihr dann an und habt die verfügbaren Displays, in dem Fall USB-D 480. Das klickt ihr dann an und ihr habt hier den Screen 1 in grün aktiv und auf der rechten Seite aktiviert ihr SimLab Dash SD43 LED. Ihr seht, SimLab Dash verwandt klarerweise zu RaceX aus demselben Haus und mit diesem aktivierten Dash habt ihr dann angezeigt die ganzen LEDs, die ihr nicht angezeigt bekommt, die Drehzahl LEDs, wenn ihr eben dieses Profil SimLab Dash nicht aktiviert. Ein paar weitere Einstellungen, ihr seht hier auf der linken Seite Enable Display, das Display aktivieren, dann eine Display Refresh Rate, die könnt ihr verändern, maximal 60 Bilder pro Sekunde, angezeigtes Dashboard, aktuell angezeigt, wenn das Spiel startet, dieses MyTech C127 Dash und diverse SIS-Infos. Einen weiteren wichtigen Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, sind Edit Device Controls. Da empfiehlt es sich, hier die nächsten Dash-Vorlagen bzw. den nächsten Dash-Screen am Lenkrad zu belegen. Ich erkläre euch dann in-game, was dies genau bedeutet. Klickt hier rein und sagt
Beispielsweise nächste Dash-Vorlage habe ich hier auf diesen Button gelegt oder vorige Dash-Vorlage auf diesen Button und den nächsten Dash-Screen hier auf diesen und den vorigen zum Beispiel auf den Y-Button. Wenn ihr beim SimLab Dash ST43 Profil bearbeiten aktiviert, dann seht ihr die LEDs entsprechend angezeigt. Ihr bekommt oben angezeigt die verfügbaren Drehzahl LEDs. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Wenn ihr hier durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, auf jeder Seite 10, dann noch 13 oben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Diese 23 gesamten LEDs könnt ihr entsprechend ansteuern. Das ist out of box so vorkonfiguriert. Ihr könnt Anpassungen vornehmen, müsst es aber nicht. Wenn ihr out of box alles so übernimmt, dann sieht das wie folgt. Das seht ihr dann auf der Rennstrecke aus, dass ihr die RPMs LEDs, wenn ihr diese hier anklickt, die Start Position, das heißt mit den grünen LEDs im niedrigeren Drehzahlbereich bis zum roten und zum blauen, die starten bei LED Position 6. Das ist Start Position Nummer 6. Segments Count, noch 3 dazu. Das heißt, hier starten wir bei 1, 2, 3, 4, 5 und sechstes LED wäre dann eben hier. Plus noch 3 dazu. Das rote Segment, das startet dann, das seht ihr hier. Beim roten Segment die weiteren 5 dazu, beim blauen die weiteren 4 dazu. Wenn ihr den Spotter Car-Left, sprich wenn ein Auto neben euch positioniert ist, damit ihr dies nicht im toten Winkel übersieht, dann bekommt ihr dies hier angezeigt, Spotter Start Position Nummer 1 mit der ersten LED und 5, 1, 2, 3, 4, 5 auf der linken Seite und Spotter Car Right, das können wir hier angucken, ebenso Start Position 19, das wäre diese LED plus 5 dazu, das heißt alle LEDs auf der rechten Seite. Ihr könnt klarerweise hier die Farben dann noch ändern, diverse Sachen anpassen, sollen die blinken oder verzögert angezeigt werden, wie auch immer. Da könnt ihr hunderte, tausende Einstellungen setzen, wie ihr dies wollt. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir einfach ins Spiel rein. Ich zeige euch nochmal, wie dies dann in-game aussieht, was ihr da geboten bekommt, wie ihr diese Dash-Screens bzw. Einstellungen genau durchschalten könnt. Springen wir rein ins Spiel. Ich habe jetzt Motion ausgeschalten, dass ihr das Dashboard besser aufs Bild bekommt, den Ton runtergedreht und ich erkläre euch jetzt in-game, wie dies alles aussieht. Wir starten ein beliebiges Spiel. Ihr seht die Dash-Vorlage, in diesem Fall diese MyTech-Vorlage, glaube ich, ist das hier eingeblendet und die üblichen Anzeigen. Ihr seht oberseitig das Drehzahlband in grün, die Startleuchte kurz eingeblendet. Und wie ihr dies gewohnt seid, auch passend jetzt zum Display oberseitig die LEDs. Jetzt gucken wir wegen dem Spotter. Ich habe jetzt ein Fahrzeug rechts auf meiner Seite und ihr seht Spotter Right. Hier nochmal etwas beschleunigen. Hier den Spotter Right, der müsste jetzt in Kürze hier aufleuchten. Ein Fahrzeug rechts in meinem toten Winkel angezeigt. Und Spotter Left, klarerweise, wenn ich mich jetzt hier innen reinsetze und in dem Fall jetzt auf beide Seiten Fahrzeuge. Das heißt, dies funktioniert einwandfrei, problemlos. Die Anzeigen, die ihr dann geboten bekommt, das variiert, je nachdem, welche Dash-Vorlage euch gefällt. Wie vorhin erklärt, ich habe mir dies auf diese Buttons des Lenkrads gelegt. Nächstes Dash hier auf den A-Knopf gedrückt. Und ihr seht diverse Vorlagen, die ihr da verwenden oder anpassen könnt. Für euch noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt. Dash-Vorlage ist das eine, sprich Vorlagen, wie diese unterschiedlich aussehen. Und Dash-Screen, das ist die nächste Option. Das heißt, in der Vorlage könnt ihr dann, bei manchen Vorlagen zumindest wird dies angeboten, den Screen, die Anzeigen durchschalten. Ich habe Dash-Screen hier auf den B-Button gelegt und ich kann mir hier beispielsweise in dieser Dash-Vorlage einblenden lassen, Fahrzeug vor mir, Fahrzeug hinter mir, die Abstände oder hier nochmal klicken, die Previous Lap und so weiter oder hier das Streckenprofil bzw. die Streckenkarte. Ich sollte mich etwas mehr aufs Fahren konzentrieren.
aber in dem Moment geht es um etwas anderes. Das heißt, ihr könnt hier vielfältig durchschalten, entsprechend in den Dash-Vorlagen mit unterschiedlichen Screens oder eben die Dashes, die Vorlagen durchwechseln, wie ihr dies wollt. Manche Dash-Vorlagen beinhalten nur einen Dash-Screen, da könnt ihr diesen Button hier betätigen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier keine unterschiedlichen Screens einblenden, das heißt, da habt ihr eine Vorlage mit nur einem Screen, aber bei manchen ist dies eben möglich. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, die hardwareseitige Montage. Mit 2 beigelegten Schrauben montierst du das passende Carbon Bracket an deiner Wheelbase und danach schraubst du das Dashboard an das Haltebracket. Die Montage dauert 1-2 Minuten und du benötigst dafür klarerweise keinerlei Handwerkskenntnisse. Ein passender Inbusschlüssel genügt und los geht's. Kapitel Nummer 5, die Optik, Haptik und Verarbeitung. Das Race X Dash sieht wertig und unauffällig aus. Der Look fügt sich gut im Design der Fanatec Podium Wheelbase ein. In Sachen Verarbeitung gibt es nichts zu beanstanden. Alles fühlt sich sehr wertig und massiv an. Die Haltebrackets machen einen soliden Eindruck und sind sauber gefertigt, genauso wie das sauber ausgeführte Gehäuse. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel Nummer 6, der Rennstreckentest. Im Rennstreckeneinsatz passt das Größenverhältnis gut zusammen und ermöglicht eine gute Ablesbarkeit, ohne dabei zu groß aufzutragen oder im Sichtfeld zu stören. Die Brackets sind ordentlich freigestellt, um die Sicht auf das Fanatec Podium DD-Display zu ermöglichen. Die Brackets sind sehr stabil und bei Vibrationen bleibt die Montage ebenso stabil. Über die SimHub-Software gelingt die Bedienung problemlos. Andere Softwareerfahrungen habe ich bis dato nur bei Z1 gesammelt. Sehen wir uns noch einige Aspekte live am Rig an. Machen wir weiter mit dem Rennstreckentest direkt live am Rig. Von meiner Seite gibt es Folgendes beim Rennstreckentest zu erwähnen. Ich kann das Display, das Dashboard sehr gut ablesen. Hier gibt es keine Probleme. Es gibt kleine Abstriche, das müsst ihr euch im Klaren sein, wenn ihr jetzt in diversen Dash-Vorlagen sehr kleine Schriften am Start habt. Wie bei diesem Dash zum Beispiel diese Lap Time. Da seht ihr sehr kleine Schriften, die entsprechend wenige Pixel zur Verfügung haben, um dargestellt zu werden, mit einer eher unterdurchschnittlichen Auflösung dieses Displays. Dann müsst ihr mit einer leichten Unschärfe klarerweise rechnen. Das habt ihr dann nicht gestochen scharf abgebildet, kleine Schriften. Beispielsweise, wenn wir hier durchschalten, zum Beispiel hier die Gesamtliste der Positionierungen, sehr klein geschrieben, auf einer Dash-Vorlage, auf der auch hier die Karte und diverse andere Sachen dargestellt werden, dann werden diese Schriften klarerweise fast unleserlich, matschig dargestellt. Da müsst ihr euch eine entsprechende Vorlage auswählen, hier beispielsweise mit größeren Lettern dargestellt. Das sieht ordentlich scharf und entsprechend aus. Aber diesen Punkt wollt ihr euch klarerweise nicht vorenthalten. Ihr habt hier nicht so ein gestochen scharfes Display bzw. eine sehr hohe Pixeldichte wie bei aktuellen, eher hochpreisigeren Smartphones am Start. In Sachen Dash-Vorlagen, da ist diese Auswahl sehr groß. Ich glaube, man kann dann noch zusätzlich unzählige Dinger runterladen und hier installieren. Aber diese Out-of-Box-Vorlagen, diese 10, 15 Dash-Vorlagen, die genügen für meine Ansprüche bei Weitem. Ein kleiner Nachteil, den ich jetzt im Rennstreckeneinsatz bemerke, ist, ich habe jetzt eine eher höhere Sitzposition und mein Kopf entsprechend höher, meine Augen. Und bei mir verschwindet die oberseitige Anzeige der Drehzahl-LEDs, meines Drehzahlbands, nahezu hinterm Rim. Das heißt, ich sehe diese hier relativ knapp am Rand des Rims nur eingeblendet. Und hier wäre es ein Vorteil, wenn ich über die Halterung des Dashboards noch etwas weiter nach unten kommen würde. Klarerweise hat dies Race X so gelöst, dass diese Dash-Halterung freigestellt wurde bezüglich des Fanatec Displays, welches ich aber jetzt in-game im Rennbetrieb absolut nicht benötige, und mir wäre es persönlich lieber, wenn ich jetzt mit dem Dashboard noch 1-2 cm weiter nach unten kommen würde, auch wenn ich dann das Fanatec Display der Podium DD1 Wheelbase verdecken würde.
Ansonsten von der Ablesbarkeit, diese insgesamt 23 LEDs, sehr gut ablesbar, leuchtstark, leuchtkräftig. Die Konfiguration über SimHub auf den ersten Blick, wenn man damit keine Erfahrung hat, vielleicht etwas sperrig, so würde ich dies jetzt bezeichnen, aber wenn du dich damit etwas auseinandersetzt, dann wirst du damit relativ leicht zurechtkommen, beziehungsweise hast out of box, wenn du dieses Ding installierst und losfährst, die wichtigsten Grundeinstellungen sowieso gesetzt. Beim Rennstreckeneinsatz wichtig für dich, wofür benötigst du überhaupt so ein Dashboard? Klarerweise macht es eine coole Optik hier direkt auf deinem Rig. Ein anderer Vorteil wäre, wenn du jetzt eben möglichst einen cleanen Bildschirm ohne Anzeigen in-game in Betrieb haben möchtest und auf diverse Anzeigen aber angewiesen bist, beziehungsweise auf diese nicht verzichten möchtest. Dann kann so ein Dashboard auf jeden Fall Sinn machen, beziehungsweise wenn du präferierst, beispielsweise in der Stoßstangensicht oder First Person unterwegs sein zu wollen und ebenso keine weiteren Displayanzeigen hier am Monitor haben möchtest, auch dann kann so ein Dashboard klarerweise von Vorteil für dich sein. Zusammengefasst finde ich, dass dieses vor 1-2 Jahren von mir getestete SimLab Dashboard ein sinnvolles Upgrade erfahren hat. Wir haben diese seitlichen LEDs noch mit an Bord. Wir haben durchgehendes Metallgehäuse, das noch etwas solider, noch etwas fertiger in meinen Augen aussieht als damals mit der rückseitigen Carbonabdeckung. Auch das gefällt mir persönlich sehr gut. Der Preis wurde verglichen mit damals um, ich glaube, 50 € gesenkt. Auch da wurde es Zeit, diesen Preis etwas nach unten anzupassen, wenngleich noch immer sehr hoch. Und das soll es jetzt von einem Rennstreckentest gewesen sein. Gehen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 7, die negativen Aspekte. Den Preis ordne ich für ein durchschnittliches TFT-Panel mit geringer Auflösung als zu hoch an, auch wenn dies in einem sehr edlen Gehäuse verpackt ist. Zweiter negativer Aspekt ist die beschränkte Höhenverstellung nach unten. Wenn ich etwas höher sitze, dann können die oberen LEDs vom Lenkradkranz verdeckt sein. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Das Display ist gut ablesbar und ausreichend scharf, aber mit Luft nach oben. Die Helligkeit geht in Ordnung und die Beschaffung der eigenen Software stufe ich ebenso als neutralen Aspekt ein. Eine hauseigene und abgespeckte Software im Vergleich beispielsweise zu SimHub wäre wesentlich einsteigerfreundlicher für Anwender, die bis dato mit Dashboards noch nichts zu tun hatten. Kommen wir zu Kapitel Nummer 9, die positiven Aspekte. Die großen Stärken des RaceX Dashboards sind die Verarbeitung und die Anpassungsmöglichkeiten mit oberseitig und seitlich verbauten LEDs. Das Gehäuse ist sehr solide und hebt sich verglichen mit Smartphone-Eigenbaulösungen und selbst zusammengeschraubten Displayhalterungen deutlich ab. Die Verarbeitung ist ebenso erstklassig und die Haptik genauso. Die Befestigung aus 3 mm dicken Carbon-Brackets wirkt edel und zeitlos. In Sachen Größe ordne ich das RaceX Dashboard klug gewählt ein. Groß genug, um gut ablesbar zu sein, aber klein genug, um das Sichtfeld zum Bildschirm hin nicht unnötig zu beeinträchtigen. Nächstes Kapitel, das Fazit und die Kaufempfehlung. Du hast viel Geld und dir ist der Edelauftritt diesen Preis einfach wert. Dann kannst du mit dem RaceX Dashboard zuschlagen. Du gehörst ebenso zur potenziellen Zielgruppe, wenn dir die Bastellösungen nicht gefallen. Musst du aber sparen und bastelst du im Gegensatz gerne, dann kannst du dir ein USB-D 480 Panel zu einem Bruchteil des Preises bestellen und in einem selbstgemachten Gehäuse aus dem 3D-Drucker verschrauben. Nutzt du wie ich überwiegend VR, dann musst du dir ein Dashboard generell überdenken. Ich finde es unterm Strich gut, dass RaceX einen weiterentwickelten Ableger des SimLab Dashboards anbietet und die neu hinzugekommenen seitlichen LEDs bringen einen sinnvollen Mehrwert mit sich. Kapitel Nummer 15, ein spannender Ausblick. Der heutige Ausblick ist zuallererst etwas in eigener Sache. Oftmals bekomme ich Anfragen, wo man Simracing-Equipment testen kann. Abseits von spärlichen Messen, auf denen man oft nur kurz zu Proberunden kommt, gestaltet sich dies zugegebenermaßen sehr schwierig. Im Gegenzug will man aber nicht einen Haufen Geld ins Blaue investieren. Dahingehend evaluiere ich gerade,
ob sich der finanzielle Aufwand, ein hauseigenes RON Reviewed Test Center ganz offiziell im Rahmen meiner eigenen Firma hochzuziehen. Dort hättet ihr dann die Möglichkeit, unterschiedliche Wheelbases, Lenkräder, Rigs, Monitorlösungen bis hin zu Motion und VR durchzutesten und persönliche Beratung von mir in Anspruch nehmen zu können. Weiters wäre es cool, euch mal persönlich im echten Leben zu treffen und fachsimpeln zu können. Bitte nutzt den Community-Button in meinem Kanal und nehmt an der Abstimmung teil. Um die 500 Leute haben dies bis dato getan. Dies wäre für meine Planung sehr hilfreich. Weiter geht's in den nächsten Wochen dann mit geplanten Reviews, die sich leider etwas verzögert haben. Die neuen Cube Controls Pedale stehen vor dem Release und in Sachen Moser Racing bin ich dran, eine R9 samt GS Wheel zu organisieren. In Kürze sollte wieder einmal ein mobiles Rig von Tornet bei mir eintreffen. Und ein Review der High-End-Pedale von 3D Rap sind ebenso in Planung. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Ron.